Hallo. Hallo! Herzlich willkommen in meinem Van. Das ist meine Melodia und das ist mein momentanes Zuhause, also absoluter Lebensmittelpunkt. Und ich bin auch schon seit August, September unterwegs und jetzt habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal, wie ich so lebe, arbeite und reise tatsächlich. Okay, also fangen wir mal an. Ich habe den Van von einem Pärchen übernommen, das auch ein kleines Kind hatte und da sollte jetzt ein zweites Kind zu ihnen kommen. Deswegen war der Van zu klein. Schlecht für die, gut für mich. Und ich habe im Prinzip sind diese ganzen Aufbauten, die ihr hier seht, das habe nicht ich gebaut. Das war die wundervolle Familie. Und ich habe im Prinzip so kleine Dinge noch gemacht, wie mein Gewürzregal gebaut, worauf ich sehr stolz bin. Das war meine erste Tätigkeit. Und ich liebe es, die Dinge zusammenzubringen. Also dies hier ist zum Beispiel ein ganz einfaches IKEA-Regal. Dies hier habe ich, es war mein erstes Sägeprojekt. Und den Stock habe ich tatsächlich einfach irgendwo gesammelt. Und ich liebe es halt wirklich, die Sachen einfach zusammenzubringen, auf einfachste Art und Weise und wirkungsvolle Art und Weise. Genau, und auch hier, also halt ist sehr akkurat zu haben und dann wieder so die Gewürze, die ich zu Hause hatte, halt einfach so, wie ich da gelebt habe, das zusammenzubringen, die verschiedensten Dinge. Genau. Was ich noch kreiert habe, sind meine wunderschönen Fliesen. Die habe ich in Spanien im Baumarkt gekauft. Und die Muscheln, die sind tatsächlich aus Indonesien von einer anderen Reise. Und ebenso, die sieht man hier, von Spanien, von einem wunderschönen Strand auch. Und an diesem wunderschönen Strand habe ich auch gewerkelt. Mit ganz viel Montagekleber. Also Montagekleber ist mein bester Freund. Grandios, damit im Bus zu arbeiten. Und genau, damit habe ich das Mandala auch gemacht. Und tatsächlich hat es auch eine Wirkung auf den Raum. Es ist mega interessant, weil als ich dann angefangen habe, mich damit zu verbinden, hat es eine ganz ausrichtende, also nach oben ausrichtend im Prinzip und nach unten verbindend. Genau, das finde ich total grandios, immer die Dinge zusammenzubringen. Immer ein bisschen Leichtigkeit auch im Gepäck. Was für Karten hast du da hängen? Also ich mache morgens immer so ein Ritual, dass ich mir einen Kaffee koche und mich ins Bett sitze und so meinen Tag ein bisschen fokussiere, Dankbarkeitstagebuch schreibe und mich auch so ein bisschen ausrichte, okay, wie möchte ich eigentlich, dass mein Tag wird? Und tatsächlich schlängelt es sich dann auch immer so auf das, wo ich mich ausrichte. Und dabei helfen mir halt auch die Karten. Und das sind Andate-Karten von jemandem, es sind Symbolkarten, die auch immer verschiedene Themen haben. Mit denen arbeite ich auch, wenn ich kraniosakrale Sitzungen mache. Also hast du mehrere Sets dabei? Ja, so ein paar. Es sind aber auch nicht alle, die anderen sind in der Kiste zu Hause. Also limitiert im Van. Limitiert im Van. Aber genau. wenn Kundschaft kommt, hast du genug da. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, die sind da oben in der Kiste. Also kann ja mal, genau. Es ist super praktisch, da es hier halt nicht rausfallen kann. Und hier ist so meine Obstkiste, meine Arbeitsunterlagen, mal Sachen, Storage für Müsli etc. Handwerkskiste. Hier sind tatsächlich meine ganzen Karten und auch ein paar Spiele drin. Und hier ist meine Kreativbox, wo ich auch so ein bisschen Makramee drin habe. Ich kann jetzt nicht die krassesten Armbänder, aber ich habe da schon zwischendurch immer wieder Spaß dran, das zu machen. Genau, was haben wir noch? Also die Gardinen habe auch nicht ich gemacht, da waren vorher andere. Die habe ich gemacht, aber vorher waren welche drin, die habe nicht ich gemacht. Und ich habe in Deutschland noch so ein bisschen so einen kleinen Workshop-Marathon gemacht und habe die bei einem Nähkurs in Freiburg gemacht. Und tatsächlich ist es, dass es den ganzen Raum wie geöffnet hat, weil vorher waren so Gardinen mit Blümchen und so. Und die waren halt einfach nicht so meins. Die waren schön, aber nicht so meins. Und dann habe ich die reingemacht und es hat sich sofort wie der Raum ausgedehnt. Also es ist echt grandios, wenn man dann wirklich mit dem, wo man mitschwingt, auch auch im Wohnbereich hat und was das für Auswirkungen hat. Das ist echt genial. Also
gerne ausprobieren. Ja, was mir jetzt noch ins Auge sticht, sind Ja. da hinten die blauen Fläschchen. Voll. Also ich kreiere auch Seelendüfte. Das sind Aura-Energiesprays, die ich auf die Personen ausgerichtet habe. Das habe ich jetzt zum Beispiel für mich gemacht. Und die ganzen Etiketten, die male ich halt selber. Die mache ich mit Aquarellfarben und mit Goldfarben. Und ich habe halt auch zu verschiedenen Themen. Das ist jetzt zum Beispiel Abgrenzung und Erdung. Und da hinten sind aber noch ganze Körbe frei. Können wir gleich mal rüberschwenken. Genau. Ja, was mir auch immer sehr wichtig ist, dass das energetisch einfach in meinem Van passt und ich so die optimale Voraussetzung habe zum Leben und Arbeiten. Das heißt, ich räuchere jeden Tag halt mal mit Salbei oder Palo Santo oder auch Räucherstäbchen oder halt auch mit meinen Aura-Energiesprays. Aber das ist mir super wichtig, dass ich einfach eine klare Energie hier drin habe zum Arbeiten und Leben natürlich auch. Genau. Super genial. Growing Gläser, wo man Sprossen und alles Mögliche mit wachsen lassen kann. Growen kann. Sprießen. Sprießen, danke. Und ich finde es grandios, wie schnell Dinge aufgehen können. Also ich liebe es halt einfach so, mein Leben mit mir sprechen zu lassen. Und da darf ich mich immer wieder daran erinnern lassen, wie schnell Samen aufgehen können, weil das sind jetzt 2 Tage, glaube ich. Und das ist grandios. Genau. Und super gesund natürlich. Mhm. Eines der wichtigsten Sachen, das Bett. Ja, voll. Bett und Sofa und Aufenthaltsort, wie das halt bei vielen so ist. Ich habe halt mal eine Tagesdecke drauf, finde ich total wichtig. Damit man abends schön gemütlich sich ins Bett kuscheln kann. Hier vorne habe ich so ein paar Bilder von mir. Das habe ich zum Beispiel Silvester gemalt für mein neues Jahr. Und ich male immer ganz intuitiv tatsächlich. Also ich lasse einfach los und lasse fließen. Ach genau, und ich habe Muscheln mit eingebunden. Das habe ich auch noch gar nicht so lange gemacht, war das erste Mal. Und ich glaube, mein Jahr wird ziemlich bunt und ziemlich fließend, was ich richtig cool finde. Genau, da hinten ist ein bisschen also es war mal ein Adventskalender, den eine Freundin für mich gemacht hat. Und jetzt sind so allerlei Erinnerungen, Gedankenanstöße. Ja, und ganz wichtig immer, das Leben ist dein Applaus, also du kreierst dir dein Leben. Und wenn du jetzt so links rüber gehst, dann ist im Prinzip hier hinten meine Musikinstrumente. Da ist eine Sansula drin und Koshis, die sind genial, da bin ich gerade noch am Ausprobieren. Das nächste sind auch ein paar Musikinstrumente und Rasseln und noch ein bisschen Palo Santo Vorrat. Und danach kommen meine ganzen Aura-Energiesprays, meine Kreationen. Und genau, links kommen noch ein paar Tücher, was man halt so braucht. Und den Ast finde ich genial, weil den habe ich nämlich auch unterwegs natürlich gesammelt. Und ich finde es total genial, einfach so Sachen, wo man begeistert von ist, sich zu schnappen und irgendwie in Van zu integrieren. Also grandios. Genau, und natürlich meine Handpen. Die habe ich auch neu gekauft in Freiburg. Also ich will mich, wie man sieht, so ein bisschen in dieses Musikalische mit einbringen und würde das auch noch gerne mit in meine Arbeit mit einbeziehen, aber das hat noch ein bisschen Zeit. Also ich will das erstmal für mich machen, ganz entspannt, mit ganz viel Freude und das auf jeden Fall mit in die Arbeit mit einbeziehen, also die Kranio-Arbeit, weil das einfach unglaublich viel nochmal ins Fließen bringt, wie ich halt so an mir selber erfahren durfte. Genau. Was ich noch zeigen möchte auf jeden Fall, weil es ist auch mein Projekt gewesen, kann hier unten hin, ist einmal meine Standheizung, wo ich sehr, sehr dankbar für bin, weil in Portugal der Winter war nicht so warm. Und da habe ich ein Zuhause für gebaut, also meine ersten Bauprojekte und grandios für den Mülleimer. Nicht perfekt geworden, aber absolut funktional, meine Schublade. Genau, also ich liebe es irgendwie auch immer, Dinge nochmal neu zu machen, beziehungsweise immer das erste Mal zu machen. Genau, was gibt es noch? Ja, das ist mein Arbeitsplatz, mein Tisch, mein alles Mögliche.
wo ich auch schon einen Seelenworkshop-Kurs gemacht habe, den ich online veranstaltet habe. Da habe ich dann einfach ein Brett drauf gesetzt und dann kann man wirklich auf kleinem Raum sehr viel anstellen, muss ich sagen. Also hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, aber es ist alles sehr variabel. Genau. Das ist meine neuen Mitbewohner, wo ich auch sehr gerne kreativ werde mit der Makramee-Ampel. Genau. Ja, ansonsten, ich denke mal, unter der Spüle, die Schubladen, alles Küchengedöns. Vielleicht Herd und Kühlschrank interessant für Leute, die nicht im Van leben. Okay, ja genau. Also alle möglichen Utensilien, auch Schubladen, was ich grandios finde. Hier muss man immer ein bisschen aufpassen, wo man... Genau, das ist mein Kühlschrank. Schon ein paar Leckereien drin sind. Der grandios funktioniert, auch nicht viel Strom braucht. Also es ist schon das, was am meisten hier im Van Strom braucht, aber im Vergleich zu anderen Kühlschränken immer noch wenig. Und mein Herd ist hier drin, was super praktisch ist, weil man kann halt die Schublade zumachen und er ist weg. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht allzu spritzende Mahlzeiten zubereitet. Und genau, ja, hier ist noch Besteckschublade. Mag das dann schon relativ ordentlich. Genau. Ein paar Teller und Sammelsurium. Das ist Goldfarbe übrigens, das ist zu malen. Genau, was gibt es noch? Na, hier sind so alles Mögliche an Arbeitsutensilien. Router, ganz wichtig. Fotoapparat. Genau, und noch ein paar Arbeitsunterlagen. Mein Badezimmer. Man braucht tatsächlich nicht viel. Ich habe immer noch super viel in Kassel und ich glaube, das darf alles weg. Also wirklich reduzieren macht glücklich auf jeden Fall. Genau, und hier sind auch noch Klamotten drin und hier auch. Und ich muss sagen, ich habe noch nicht mal die Hälfte angehabt. Also selbst bei diesem reduzierten Kleiderschrank, wo wahrscheinlich die Hälfte von meinem Kleiderschrank zu Hause drin war, können immer noch Sachen weg. Genau. Und was ich noch ganz wichtig finde, mein Klo ist nämlich hier drin. Und es ist ja unter Campern so ein bisschen, hat man ein Klo oder hat man kein Klo. Ich bin total dankbar, es zu haben, weil gerade wenn man in der Stadt steht, ist es wirklich, wirklich hilfreich. Als Frau auf jeden Fall, als Mann finde ich auch. Ich mache halt entweder ätherische Öle oder so einen Bio-Zusatz irgendwie rein, weil mir das schon wichtig ist, dass ich jetzt nicht diese super toxischen Chemikalien verwende. So. Und wahrscheinlich wird auch noch ein Trockenklo irgendwie reinkommen, aber jetzt für die Zeit finde ich es absolut perfekt. Genau. Gehen wir zusammen nach hinten? Voll gerne. Du gehst vor. Gerade an einem grandiosen Platz, wie ihr seht. Genau. Das ist mein Storage. Auch hier, es minimiert sich immer wieder und ich merke immer wieder, okay, ich brauche gar nicht viel. Hier ist halt schon, wie ich gesagt habe, für den Seelenbit-Workshop meine Platte, mein zusätzlicher Tisch im Prinzip, halt für Yoga, für drinnen, für draußen eine Yogamatte, Tisch. Hier habe ich meine Arbeitsutensilien drin, also halt auch die Fläschchen für die Sprays, Unterlagen für meine Liege, genau. Haushaltskiste, wo so alles Mögliche drin ist. Dahinter ist tatsächlich noch eine Kiste mit Wintersachen und Wechselsachen, kann auch noch mal die Hälfte von weg, weil man braucht es halt wirklich nicht. Genau, und hier auch noch mal ein bisschen Werkzeug und Hängematte und was man halt so alles mit hat. Hier ist es im Prinzip auch noch mal Arbeiten da unten. Sind noch mal Bücher drin und sowas auch. Ganz wichtig, immer Wasser natürlich. Wenn man dann einmal Wasser auffüllt, dann füllt man halt auch mehr auf. Und genau, mit denen habe ich eben gar nicht gezeigt. Ich habe im Prinzip 2 Kanister mit Frischwasser und einen mit Abwasser vorne. Somit kann ich halt immer wechseln. Und wenn ich alle Kanister hier aufgefüllt habe, dann kann ich mindestens 6, 7 Tage tatsächlich völlig autark sein, weil ich durch mein Solar
bekomme ich Energie. Also es ist wirklich grandios und benutzen tue ich halt Spülmittel und sowas, was ja alles biologisch abbaubar ist. Das heißt, ich kann es auch in die Natur kippen. Klar, wenn irgendwo ein Ausguss ist, dann kippe ich es auch da rein. Aber somit ist es halt einfach viel, viel einfacher, so unterwegs zu sein. Genau. Was habe ich hier noch? Ich habe noch ein Stand-Up-Paddleboard, das ich in Deutschland ziemlich viel benutzt habe. Und ich finde es einfach grandios, um einfach die Seele baumeln zu lassen, sich zu entspannen oder halt auch Sport zu machen, indem man dann halt ein bisschen mehr reinhaut. Aber es ist einfach grandios, weil man kann es halt auch tragen. Das heißt, man muss nicht direkt am See sein. So 10 Minuten laufen mit 10 Kilo, das geht voll klar. Das ist echt genial. Und dahinter, ganz wichtig, habe ich meine Massageliege, mit der ich arbeite, weil das einfach im Van nicht funktionieren würde. Das wäre zu eng und es ist super wichtig, da einfach so den Platz zu haben und mit den Leuten arbeiten zu können. Das Einzige, was ich zum Arbeiten brauche, ist entweder wunderschöne Natur wie hier und einigermaßen Temperaturen oder halt irgendein Raum, wo ich bei den Personen sein kann. Und der Plan war halt eigentlich auch dann Leute zu besuchen und mobile kraniosakrale Sitzungen anzubieten. Aber wie jeder weiß, ist das gerade ein bisschen schwierig. Von daher ja, schaue ich mal, wann das möglich ist. Genau. Jetzt gehen wir noch hier rum, richtig? Ja. Ich glaube, da gibt es noch was Besonderes, ne? Toll, weil wir haben nämlich hier gerade den Luxus, dass wir uns ausbreiten können. Das heißt, das hier ist unser Badezimmer gerade. Und das ist grandios, also auch wenn ich keine Lust habe, kalt zu duschen, weil der Wind ist gerade echt noch super frisch, mache ich mir tatsächlich am Ofen Wasser warm und kann hier sowas von genial duschen. Also ich finde es total genial, wenn man dann halt auch aufs Meer gucken kann und hier duschen kann. Das ist absoluter Luxus. Genau. Und hier sind halt auch so meine Utensilien von Seifen zu Handtuch. Ich habe es halt von sehr genossen auf jeden Fall. Genau. Wollen wir noch zur anderen Seite gehen? Also Fahrersitz ist, glaube ich, nicht allzu viel interessant. Da sitze ich halt und fahre. Da wir uns ja hier ausbreiten können, haben wir hier halt ja so einen schönen Platz, wo wir essen können, sein können den ganzen Tag. Mit Blick aufs Meer, also es ist wirklich gigantisch und die Wellen sind einfach nur genial. Und hier habe ich noch ja, meine Handpanschale und so eine kleine Verkaufskiste, die ich jetzt anfange zu machen. Und zwar habe ich hier einige von meinen Bildern drin. Das ist zum Beispiel eins, was ich letztens auch gemalt habe. Und das zeigt zum Beispiel den Fluss der Gefühle. Es war nämlich am Anfang tatsächlich auch dunkle Farben mit drin, also auch die Gefühle, die man vielleicht nicht so gerne hat und wirklich die Bedeutung von, wenn man es fließen lässt, dann wird es zu einem glucksenden, sprudelnden Strom, der halt immer in Bewegung ist und einfach Freude macht. So, genau. Dann habe ich noch so ein paar ätherische Öle von doTERRA. Die benutze ich und ich bin total überzeugt davon. Die sind wirklich grandios. Und auch schon so ein paar produzierte Öle, wo ich auch Energiesprays, wo ich gedacht habe, die können Menschen gebrauchen. Und genau, wenn das alles ein bisschen offener wird, dann könnte ich das dann halt auch zum Beispiel ja, draußen als Tisch, als Präsenttisch und Dinge verkaufen und so ein bisschen mehr in die Welt tragen. Genau. Wie ich gerade ätherische Öle gesagt habe, soll ich mein Schätzchen mal noch zeigen. Also jetzt ist hier auf jeden Fall gut Durchzug, wenn man hinten auf hat. Und hinter meinem Bett mein absolutes Lieblingsstück, mein Ölkoffer. Und mittlerweile habe ich auch ziemlich viele und ich liebe es halt, weil es gibt schon viele Mischungen auch, also so ein paar Mischungen habe ich. Aber ich liebe es halt wirklich auch, die Einzelöle zusammen zu mischen, weil alles auch eine verschiedene Bedeutung hat und verschiedene Ansätze und dadurch ich dann auch immer demjenigen, von dem, also für den das Öl ist, auch so ein bisschen Ansätze geben kann, was gerade für Themen vielleicht wichtig sind. Finde ich super spannend. Ja. Genau. Ach, und also das ist tatsächlich auch täglicher Bestandteil meines Lebens. Ich
mache es oft, dass ich ein Trägeröl nehme und verschiedene Öle mir auswähle und da tatsächlich jeden Tag mich mit begleite. Und es ist so unglaublich kraftvoll und genial. Genau. Voll cool. Also ich glaube, ich habe jetzt so die Hauptbestandteile, woraus gerade mein Leben besteht, euch gezeigt, dir gezeigt. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich auf jeden Fall. Ich finde es grandios, tatsächlich mal in so einem irgendwie das zu Hause zu zeigen. Und ja, wünsche euch viel Spaß dabei. Auf meinem Kanal, auf YouTube findet ihr auch immer wieder neue Videos über Öle, über Seelenpodcast mit inspirierenden Menschen. Also falls dich das interessiert, einfach mal reinschnuppern und Spaß haben. Tschüss!